Und dann beginnen wir mit dem nächsten Teil im Quantum Master Kurs. Ihr habt ein bisschen die Schattenarbeit erkunden können und wir sind in ganz viele Strukturen des Kosmos gegangen, aber es sind noch mal ein paar Fragen offen gewesen. Was ist Frequenz? Frequenz ist bekannt bei den meisten Leuten als Musik oder Töne oder Herzzahlen. Herzzahlen sind ja auch Töne, messbare Schwingungen. Frequenz ist also eine Schwingung. Aber wenn wir das jetzt ein bisschen weiter ausdehnen und wir wissen, dass jedes Mal, wenn Bewusstsein sich über die kleinen Portale, die kleinen Partikelchen, die ihr bildet, in die Welt, in die Realität strömt, entsteht ein Energieimpuls, eine Frequenz. Und viele Energieimpulse bilden dann eine Welle und die Form der Frequenz. Das bedeutet, so wie ihr euer Bewusstsein in die Welt bringt, ihr könnt euch vorstellen, schließt einmal gerne die Augen und fühlt einmal, während ich euch so ein bisschen da durchführe, weil ihr müsst es mehr fühlen, als mit dem Verstand zu greifen. Okay. Ich lade euch ein, einmal in eure Zellen zu fühlen. Und dann ein bisschen in eure Zellen zu atmen. Und wenn ihr in eure Zellen atmet, lade ich euch ein, auch einmal euch zu fokussieren auf eure Partikel, die in den Molekülen und den Atomen zusammen eure Zellen bilden. Und dann fühlt einmal die Partikel. Und von jedem Partikel geht ein Puls aus. Und wenn ihr euch ganz tief in Leichtigkeit, nicht mit dem Verstand, sondern wirklich fühlt, hineinbegebt in den Partikel, spürt ihr, dass die Energie von irgendwoher kommt. Und die Energie kommt aus dem Nullpunkt. Der Nullpunkt ist der Moment, in dem euer Bewusstsein, eure kreative Aufmerksamkeit, euer Wunsch zu existieren, aus dem Nullpunkt heraus sich gebärt. Und aus diesem Nullpunkt heraus entsteht immer wieder mit jedem Impuls, den ihr gebt, als der Kreator, der ihr seid, ganze Massen an Informationen durch den Nullpunkt hindurch. Zum Beispiel, diese Zelle oder dieses Partikel formt diese Zelle mit anderen Atomen zusammen. Und dieses Loading von Informationen ist sozusagen eine spezifische Anweisung eures Bewusstseins, durch den Nullpunkt heraus etwas zu kreieren, und zwar ganz spezifisch das, was ihr möchtet. Und aus diesem Nullpunkt heraus kommt Energie hervor. Und nicht nur Energie, sondern auch Elektromagnetik. Und nicht nur Elektromagnetik und Energie, sondern auch Licht. Und all diese Komponenten zusammen, Elektromagnetik, Licht und Energie, bilden mit den Impulsen, ihr könnt euch vorstellen, wie ein Bild von einer Kamera. Der Film auf der Rolle ist unzählige Momente hintereinander und ganz schnell abgespielt bildet das ein Film. Und genau das ist das, was durch den Nullpunkt passiert. Es sind diese Tick, 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 Tick Impulse, die dann eine Frequenz bilden, oszillierende Wellen bilden. Und je nachdem, wie die Informationen strukturiert sind und je nachdem, welche Informationen ihr hervorgebt, bilden sich Frequenzen. Und je nachdem, wie schnell und komplex es ist die Frequenz ganz unterschiedlich. Das heißt, Frequenz ist nicht nur ein Ton, sondern Information. Und eigentlich ist der Ton, den ihr hört, egal welcher Ton, eine Information und überhaupt gar nicht vorhanden. Der Ton wird erst durch euren Verstand
und durch eure Gehirnstrukturen, durch die Neuronen eures Gehirns verarbeitet zu einem Ton. Und so wird aus verschiedenen Tönen eine Melodie, ein Lied oder die Fähigkeit, meine Stimme zu hören oder Gespräche zu führen. Das bedeutet, Frequenz ist immer um uns, aber nur der Ton selbst ist ein klitzekleines Spektrum von der Frequenz, und zwar das, was unser Gehirn zum Hören anwendet und dadurch im Hörverarbeitungszentrum sozusagen über die Mechanik der Ohren Impulse empfängt über das Gesagte, Gehörte in der Realität. Aber eigentlich existiert selbst Ton nicht, sondern alles ist Frequenz. Und nur weil man zum Beispiel eine Pflanze nicht hören kann, heißt es nicht, dass sie nicht eine Frequenz aussendet. Aber man kann jede Frequenz früher oder später hörbar machen. Und das ist das, was Wissenschaftler auch getan haben. Sie haben die Pflanzenfrequenzen zum Beispiel hörbar gemacht, indem man die Frequenzen in einen hörbaren Bereich verändert. Das ist ein nächster Faktor. Und man kann sogar Zellen hören. Jede Zelle hat den Klang der Seele in sich, nämlich den Impuls, den ihr permanent aussendet. Und jede Zelle von jedem einzelnen Bewusstsein klingt anders, weil der Klang, die Frequenz, die ausgesendet wird, ganz individuell ist. Und durch den Klang, der ausgesendet wird, von dem Nullpunkt formt sich der Partikel und die Partikel darum herum, wegen den Gravitationskräften, die durch das Vorhandensein der Elektromagnetik, jetzt wird es komplex, sich strukturieren muss. Das bedeutet daher, ist Gravitation ein ko-kreierendes Symptom der Präsenz von eurem Bewusstsein, das sich durch den Nullpunkt gebärt. Und genau das Gleiche ist Frequenz. Frequenz existiert, weil ihr sie spezifiziert. Und im Grunde kann man sagen, dass der Kosmos alle Frequenzen beinhaltet und alles im Kosmos vorhanden ist an multiplen Frequenzen, also Potentialen, aber was ihr als Teil eurer Realität erleben könnt, ist das, was ihr aussendet, was ihr mit eurem Bewusstsein und eurem kreativen Fluss an Ideen und Konzepten, die ihr durch den Nullpunkt heraus gebärt, ist das, was ihr in der Welt materiell macht. Und nichts ist materiell bis zu dem Zeitpunkt, bis ihr es berührt. Und die Elektromagnetik, die ihr aussendet, plus die Elektromagnetik der Frequenzen und Sequenzen, die immer vorhanden sind im Kosmos, zur materiellen Erfahrung werden von euch. Fühlt mal bitte nach, weil das war jetzt sehr komplex, aber die simpelste Version, die ich euch sagen kann, die am nächsten verstanden werden könnte.